Ah, I suppose that's the extent of what you'll give me. Does this mean I'm free? Foltest, King of Temeria, has been murdered. Unfortunately for you, you're the only suspect. The murderer outsmarted you, so I'm to rot in this dungeon. Oh, no danger of you rotting. You'll hang. Convince them otherwise. I have no influence over the court. What's the situation in Temeria? The Council of Regents has convened to restore order. That means three things. Utter chaos will prevail, Visima will run dry of wine and strong drink, and the local whores will make a killing. Is Triss participating in the meetings? Indeed. Only to find out that she's no longer needed. How do you know? It's my business to know. They want to run a kingdom without a sorceress? They already have a kingdom without a king. They'll use every opportunity to get rid of her. Who will rule? The chief contenders are Count Maravel and Baron Kimbold, who already tussle for control of Lavalette Castle. What about Foltest's bastards? The king's blood runs in their veins. So yes, they are entitled to the throne. Not some drooling nobles. Okay. Foltest told me a lot about you. If not for him, I'd be a drunk or a vagrant. Foltest did more for me than my father ever did. But then my father did exactly nothing, for I never even met him. In any case, I'll not rest until the murderer is punished. Tell me how you serve, Vernon. I carry out orders others are incapable of executing. What if someone vouched for me? You have a witness. I was thinking of Triss. Was she not your lover? Who knows? But it's common knowledge she is. What happened to her? Oh, she's fine. She's been invited to the next meeting of the Council of Regents. Okay. Das ist also die Situation. Jetzt wird alles klar. Na, es war schon ein bisschen blöd erzählt. Naja. For fuck's sake, you command the blue stripes. Do something. The real murderer is free, and he's further and further away with every hour you spend prancing around in here. I find the Killer Monk story unconvincing. I don't claim he was a monk. He was wearing a frock, though. He sailed off in a boat with some Scoia'tael. Would you recognize him? No problem. A mountain of meat. Never seen anyone bigger. What would you do if you escaped? I'd go after the Kingslayer. You know where to look for him? Some Scoia'tael helped him escape. That's where I'd start. I expect you might know this particular group of elves. How'd you work that out? They wore blue-striped masks. Trophies, I expect. Yorveth's commando. I know where to find them. We've a trail to follow after all. If you want to start over and take it easy this time, get me some food. Now that you mention it. Vess! Bring us food and drink. Shame you didn't think of that earlier. It's your own fault, Geralt. Your fate is in your hands. Thank you. Never heard of women serving in the Special Forces. Vess is one of my best people. How'd she wind up in the Blue Stripes? I pulled her from the paws of the Scoia'tael. Just 16 when they torched her village and slaughtered everyone. The unit commander took a liking and spared her. One last thing. This file is about one Geralt of Rivia. And Foltest's death? Actually, Geralt's death. The report details events from 5 years ago.
Wo erfahren wir das jetzt? Rivia. Population 1,234. In that, 253 non-humans. September the 25th, 1268. A riot erupts. A massacre ensues. The streets run with the blood of elves and dwarves. One person finds the courage to face the raging crowd. During the rioting, 76 non-humans perished, including the witcher Geralt of Rivia. Stabbed in the chest with a pitchfork by a man of whom we know only that his name was Rob, and he owed 3 crowns at the local tavern. Yennefer of Vengerberg dies trying to heal the witcher. The bodies of Geralt and the sorceress are taken away by a mysterious young girl with ashen hair. Their place of internment remains unknown. I remember. Rivia. Yennefer. What just happened? I saw my own death. And the rest? Have you regained all your memory? That's all. I just remember the end. Ves! Interrogation's done. Restrain the prisoner. I'll take the key. I sail upriver at dawn. Guards will collect you in 5 minutes. Eat. You'll need your strength. Not yesterday, he was a hero pretty much. Everyone's man. Personally saw him cut down 20 men in the blink of an eye, so it's no surprise. See him dashing along those walls? Can't rightly say I ever saw his sword the blade move so fast. I thought that beast would tear him to bits when it came out of the clouds. Delayed don't mean denied. Hangman will do that tomorrow. Oh, was hier die Werte? Okay, lieben gerne. Kann ich speichern? Nö. Right. Hangman will do it. He's pock. Guard. Come here, good man. Why are you hollering? Do that again and we'll shut you up. You wouldn't say that if these bars weren't here. Is that so? Let's see. Rip your guts out! Ja, was denn jetzt? Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Okay. Oh, ein Spieler. Ja, ich bin ein Spieler. Hast du fein erkannt. Okay, Gefängnisschlüssel. Nice. Schön. Ach, da mal raus hier. Es wird Zeit. Habe hier meine Sachen. Was sind meine Sachen? Okay. Was haben wir denn hier? Das hier, okay. Handwerk, Zutat, Ruhe, Aufwertung des Schwerts, okay. Und eine Katze. Na schön. Ah, das wird dann Spaß hier auszubrechen. Damn torches. I can't sneak out in this light.
So. Einmal öffnen. So, ein bisschen meucheln. Das würde ich mal ausschalten, bitte. So. Gut. Na, was geht? Tja. Dafür habe ich leider keinen Schlüssel und... Wieso ist denn hier keine Tür? Ach, da ist die, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11. I'm fucking hungry. Hungry. Da. So, bin ich ja sicher. Mal schauen. Der ist da drüben, okay. Rage against the dying of the light. Was haben wir denn hier? Ach. Okay. Da ist noch einer. Na schön. Na, ich hätte die laufen sollen. Was macht denn der? Okay. Na gut, das sieht mich nicht. Schön. Dort hält mich für einen Gefangenen. Na schön. Na, mal kurz warten. Ja, ich hätte laufen sollen. Na los, geh rüber. Hallo. Würdest du jetzt bitte rübergehen? I'll say, Sergeant, I'd like surface duty. Aha. Was macht denn der? Würdest du das mal bitte gehen? Willst du mich verarschen? Hallo, beweg dich mal. You deaf or what? I said a prisoner's escaped! Guards! Where the hell is everyone? Halt die Schnauze, Guards, over Junge! here! Du bist doch scheiße! Okay, da kommt jetzt einer. So, where's this prisoner, huh? Mind playing tricks again? I swear on my mother's life, he was there a minute ago. I'll show you, scum. Flap that tongue of yours again and I'll rip it out. Okay, und die Fackel ist wieder an. Bleibt der jetzt die ganze Zeit da? I'll say, Sergeant, I'd like surface duty. Ja, klar. So. Ey, wo kommst du her? Wo kommt der her? Wo kommst du her? Du. Ja, Glück. Du hast Glück. Okay. Kerker, aber ich kann ja nicht öffnen. Ne, geht nicht. Naja. So, pst. Jetzt gehen wir weiter. Immer schön das Licht aus. Hui. Na schön. Wir haben es geschafft. Come on, mate. Please let me out. I beg you. If you don't, I'll holler. Draw half the garrison here. Oh oh.
I am Shilad Fitzesteren, emissary of the Empire of Nilfgaard and its most divine Emperor, Emir Var Emrys. What do you want of me, Nilfgaardian? Simply to speak, my lady. Ah, really? Something you would not dare were my son still alive. I very much regret the death of the Baron Lavalet. Please accept my deepest condolences. Yet it is precisely his loss that renders our conversation mutually desirable. Let go of me. I shall walk unaided. I shall return, rogue! And I shall repay you. Let us go, my lady. Your cries can do us no good. Okay. Scheint ein Freund zu sein oder so. Okay, aber die war hier drin gefangen. Bastard! You fucking prick! Fuck you, cocksucker! Fuck you up the arse! Motherfucker! I'm gonna fucking kill you, hear me? I'll rip your brick off and beat your head in with it! So, und was ist mit dir? Nix, okay. Warum soll ich nicht hier lang gehen? Hä? Ist denn das jetzt so, oder was ist hier? Geralt? Appointment's not due tomorrow. Sorry, I'm in a hurry. You'll see me today. Wieso kann ich ja nicht durch? Willst du mich verarschen? Wow. So, nimm das. Wer hat das du gemacht? Okay, da ging wohl den falschen Weg. Tja. So, na, wie gefällt dir das, hä? Du verdammter. Ja, es war ein Scheißkampf. Von Anfang an. Ja, das passiert. Ach Mist. Das passiert, wenn man nicht den richtigen Weg geht. Mal die illuminierte Bereiche, okay. Was auch immer. Was? Wie kann ich Wachen betäuben? Rechte Maustaste, habe ich das richtig gesehen? Ach. Okay, rechte Maustaste. Na schön. Das haben wir gleich. So, mal kurz warten. Warten. Nix. Du bist doch scheiße. Okay, ich will das jetzt mal schaffen. Ich will das mal so schaffen. So. Licht aus. Licht aus. Licht aus.
Ups. Mann. So schlecht im Stealth bin ich doch gar nicht. Warum klappt das nicht? So. Licht aus. Licht aus. Boah, jetzt reicht's mir aber. Fick dich. So. Jetzt habe ich aber genug. Wenn ihr so scheiße seid. Ah. So, Schnauze. So, noch einer. Mach mal aus, mach mal aus. Und jetzt noch suchen, dankeschön. Ja, die Kette wollte ich unbedingt haben. Das werde ich dann Triss schenken. Die wird sich bestimmt freuen. Natürlich. Okay, der kommt jetzt zurück. Danke, ich zurück. Das war nix. Das war nix. Wer hat denn das jetzt angemacht? Mach mal das aus. So. Okay. Jetzt aber. That's spooky. Das war knapp. So. Gute Nacht. Und ich muss dahin, okay. Ah, bloß weg hier. Come in, Master Geralt. Allow me to introduce the Baroness Lavalette, mother to the royal children, who at present mourns the passing of her eldest son. Milady. I comfort the Baroness with assurances that House Lavalette need suffer no more, its future brighter as it stands protected by the Empire of Nilfgaard. Did you kill my son, Der Arian? diesen Krieg gestorben ist, ja. Milady, I killed many during the assault, not just your son. War demands sacrifices. You might remember that the next time you're about to start one. Have some compassion, Master Geralt. The Baroness requires support. She is distraught as it is. Unnecessary toil, Excellency, for witches have no feelings. And the truth, especially when painful, can wake us from the slumber of self-deception. I deserved as much. Milady, I wouldn't trust the ambassador if I were you. Master Geralt, let us be serious, please. Let him speak. I wish to hear this. I didn't know your son, but I know he saw the Empire as a foe, as did King Foltest. You've no notion of the events transpiring in the kingdom, of what Kimbold, Maravel and their ilk are capable. My duty is to Foltest's children, their safety. And though I too see a pact with Nilfgaard as a pact with the devil, I feel I have no choice. Besides, can you say that you really knew the king? Well enough to be confident of my words. Truly? In that case, what kind of a man was he? I wish to know your view. Oh, dann geht es jetzt um diesen König im ersten Teil. Oder um Foltest. Mit von der Krone, die ihm nach Geburtsurteil. Jetzt kann man das beurteilen. Ja, ich kenne den kaum. Wie soll ich das denn jetzt beurteilen? He laughed at pleasantries, envied those better than him, feared those stronger, despised the weaker and killed those he hated.
Those he loved he presented with ballistae. He was a man like any other, except he was born to be king. True. He was a boar in a crown. My lady. And that was the first and last honest epitaph he'll get. Once the poets start in, nothing will remain of the real Foltest. My lady, you will set down your memoirs. I shall make that my mission. Once we bring in the appropriate artist... Later, Excellency. All in due time. The ambassador questioned your guilt. It seems now that I, too, believe you did not slay the king. Your Excellency, you will aid the Witcher to escape the castle. That is my wish. But, my lady, this would represent an immeasurable risk in my estimation. And there is the matter of your son. He chose his fate, and departed in a manner worthy of the La Valettes. How am I to believe you'll protect me from reptiles like Kimbolt and Maravel when you balk at the notion of deceiving a few prison guards? Milady, I shall do what is in my power. Give me a moment, Witcher, then proceed to the main gate. Okay. Also war es doch Foltest, okay. Volkgebiet Soesterlen, okay. Immer noch im Schleichmodus. So, vorsichtig. Ja, der lebt da noch, der schläft gerade. Was zum... Okay. Guards! The witch has fled his cell and is raging in the dungeon. Restrain him immediately. But one more word, soldier, and I shall personally make certain you hang beside the fugitive. To the dungeon, on the double. Okay, dann schnell warten. Warten. So, viel Spaß. Dankeschön. Hey. Das war knapp. Fast wäre ich für immer eingesperrt. Gehen wir zum Schiff, okay. Halt! Well, blimey, is that you, Witcher? They say you killed the king. Well, I didn't. And I'm going to prove it. I'm inclined to believe you. Glad to hear that. It'd be pretty stupid if I had to kill you now. Did all the Reavers survive the assault? Aye. They've been drinking themselves silly for 2 days now. I believe I owe you something. You don't owe me a thing. We wound up in a boiling cauldron during the assault. You know how it is when knights get caught in a tight passage. Nowhere to go. Those in the back push forward. Those in the front are stuck. And halberd blows raining down from above. I'd have been crushed if not for my armor. And about 10 blows landed on my helmet. My ears still ring and I puke time and again. But I live and breathe. Concussion. It'll pass. Irgendwann war es doch gut, dass wir das Medaillon mitgenommen haben. Was noch dabei ist, ja, in den Hinterhalt, ne? Was? Hinterhalt des Hotel? Were you on patrol with the Reavers when they ran into those Scoia'tael? Aye. Kenneth mentioned the unit was especially vicious. Notice anything out of the ordinary? A unit emblem or something? Right you are. They had masks made of the cloth of Special Forces uniforms. And they hollered a lot. Yorveth or some such. Where did the dragon come from? I've no idea, but it saved our asses. The elves ceased shooting at the sight of it. Can't tell you anymore, as we fled right then as if the devil himself was on our tail. Take this. Kenneth told me to study up, but I've not the mind for it. Just not cut out to be a dragon hunter, I guess. It could be useful to you, though. I need to go. There are sentries on the dike. No way you'll slip through. Can you distract them? I'll try, but remember, count me out if there's a fight. In fact, we could end up foes. I hope not. Go. Just give me a minute. Okay. Was habe ich bekommen? Wir haben bestimmt noch einiges zum Lesen, oder? Ja, es steht auf die Hautdecken. Hexer liegt unter Genüge und sonst nicht versehen. Diese schöne und während der Gott genagt. 9 Töter hat sich an eines Mitglied zugesellt, der Kleine genannt. Sturm auf der beiden Teilme, hat so interessant. Man glaubt es kaum, als er den Gegner Thron war, stieß Geralt auf den Kleinen.
Das, nachdem das Leben gerettet hatte, zeigt sich hin, die Wachen nach den Versperrten. Okay, nice. Das meinst du, das Kreuz hatte schien es, als ob die Situation in Wissen zur Normalität zurückkehren würde, doch es kam anders. Als er vom König einen Preisbereich bekam, stieß sich ein Attentäter in den Zahlen. Foltest verdankte sein Leben allein, denn das sollte man nach wusste er nicht, wer den Königsmann gesandt hat, und dass er ein Wund nichts verhindert, der vielleicht sogar einer war. Ach, deswegen blieb er. Der zweite Mann hatte für ein weniger Glück, der Hexer kam zu spät. Der König starb durch die Hand eines Meuchelmörders. Wieder mal ein Mutant, Kleidung und Verhalten nach einem Attentäter, okay. Geralt zu erkennen. Okay. Ja, grauenvoll, Mutation oder nicht bei einer Werdung. Schürzen erlegen, okay. Und sein Sterben noch einmal durchlebt er seinen Tod in Riva, noch einmal lag er von einer Missgabe durchstochen. Tage später hatte er eine weitere Vision, Geralts gerechnet war das allmählich. Ja, wir erinnern uns an Jennifer. Und dann war da noch jemand. Ein Kind von den beiden, aber ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Tja. Dann würde ich mal sagen, treibt Therese ein falsches Spiel mit uns. Auffinden und auch das Vergnügen hatte, die will sich in ihre nicht enthaltenen uns kennenzulernen, schlug der Gastgeber als stolz seine Burg hervor, mir die verlistete Festung zu zeigen und den Abend Rundgang, und er unterhielt mich mit allerlei Anekdoten und Hinweisen über die Krieg näher betrachten, die ungewöhnlich häufig an Recht erschienen, die Beine. Okay. So, Charaktere. Glaubte ein Wunderamulett zu haben, das ihn vor Verwundung schützen würde. Geralt wusste, dass seine nutzlos war und teilte dem Kleinen diese Tatsache mit. Schon der Ritötsch, wer sich in den Aufstand gegen Foltest verstrickt hatte, war berühmt gewesen mit der Tapferkeit und Turnieren zu Pferde oder zu Fuß bewiesen hatte gegen den Hexer, mit dem er die Klingen kreuzte. Halfen sie ihm freilich nicht, sondern dafür der bezahlte Regular mit seinem Leben. Okay. So, Teile. Geralt ließ sich seine Überraschung nicht anmerken, als er auf Teile stieß. Dann schon begegnet dies unter keinen weiteren Umständen. Ja, aber doch nicht im ersten Teil, oder? Daran erinnere ich mich nicht. Stellt das Gesicht eines Treffen. Beließ es bei ein paar heftigen Worten, okay. Der Würdenträger empfing die anderen mit scharfen Worten auf den Schutz seines Gottes vertrauend. Gab den Opfer das Wort der unerheblichen Königsin der Preis, okay. Hauptpersonen. Heute schon mehrfach am Hof der Lavette. Man empfing mich so, wie es meinem Beruf und meinem Talent gebührt. Wenn du bin schön, wenn du der Wahnsinn Lippen, wie auf jeden Fall. Schön auch über sie. Achso, Marius war weg, konnte bitte Hilfe des reichen Gesandten aus dem Geld über andere Brücken kommen. Gewonnen in einem grausamen Los, auch wenn die Motive sehen war, dass sie von mit Altruismus zu tun hatten. Foltest hegte von der Gefühle für seine frühere Geliebte, wollte nun ihre Kinder aus dieser Verbindung retten. Zankkraft von der politischen Nein. Ich hoffe, der sagte, ich wollte meines Rituals vergessen, ihn davon abbringen zu wollen, okay. Der Tod der großen und Mächtigen dieser Welt passt nicht mit ihm zu Leben. Das sind selbst im Hintergrund. Da vor der Hand eines Attentäters im Ausgewandt. Tja, ich muss gleich eine Aufnahmepause machen. Wenn wir wirklich scharf sind, werden wir nicht so lange, als wir schon glaubte. Da fängt das Risiko eine Zusammenarbeit. Vielleicht wieder eine wurde. So, Stilat, Vizo, Esterlin. Scheinen unsere Geschichte dem Einfall und besonderen Freund der Höhe davon feige zu sein. Der weißen Flagge, die offene Höhe, dass wir das nur nicht sagen, wir waren. Und zwar schauen wir uns, passiert es sich in der Orden.
Nein, das ist ein Boss von mir, war zweifellos die Person des alten Barons. Zum Bricht erzogen, hole ich der den Tugenden diese Chance, manche so Mut wie Tapferkeit. Man öffnet eine Spitze, ja, ich kann einen Schritt zurück. Oder sehen seine Soldaten zu schonen, setzt er also auf eine Karte, er stellte sich dem Hexer im Zeitlauf und fiel von dessen Hand. Okay, das sieht schon cool aus. Gelungen ist dem Geheimnis von Mörder, den Hexer kalt zu überraschen, mit einer Nähe von katzenhaften Stalenkan zu schweigen, er mordete König Foltest direkt vor Geralts Nase und sprang ihr, der Hexer sich versah aus dem Fenster. Mit einem Auto von uns konnte mit ihr das fliehen. Also meine für Faktor war ich flotsam, sah mit dem Kommando von okay. Keine Monster, okay. Na schön, wir sind hier fertig. Gar nicht speichern. Nee, ich muss das hier noch machen. Na toll. The Kingslayer's escaped. We need to cut him off. Follow Ah, das ist me. doch scheiße. All right, let's go. Oder war ja das? Ach so. Da habe ich Glück gehabt. Geralt, over Na, here. tschüss. Okay. Ein Schiff. Nice. You were to sneak out. Avoid anything resembling a bloodbath. You left me the key to my manacles, not an invisibility cloak. Triss, is everything all right? Not exactly. I'm no longer the royal advisor. I've lost my post, my home in Vizima. Witcher's mistress, they call me. Kingslayer's whore. Triss, you put yourself out there. An interregnum is chaos by definition. Rats like Baron Kimbolt and Count Maravel rule Temeria now, or strive to. But no one save old Natalis can restore true order. Natalis is far away and of low birth. The crown's simply out of his reach. Baron Kimbolt, on the other hand. Politics is secondary right now. Vernon, learn anything new about the Kingslayer? A week ago I got a message from an informer in Flotsam. He saw Yorveth in the company of a large, bald man, not unlike the one you described. A week ago? Sounds like a cold trail to me. We need to start somewhere. The trading post is a few days upriver, in the forests that lie on the Adernian border. Yorveth's territory. Flotsam it is, then. Triss, Yes? I'm a bit beat up. Will you look at my wounds? Let's go below deck. And I need you to tell me about Yennefer in detail. I want to hear it all, even the things you don't want to tell me, even the things that might hurt. Prepare to cast off! Clear the lines and all aboard! Line's clear, Captain! Tja. War is a good time to forge friendships, alliances. Harry and Lavalette, busy building walls and forging swords, forgot that. When he was gone, those he loved were forced to forge friendships with those he hated. What? Flüchtling. Life can't be easy for anyone who's unlucky enough to be labeled a regicide. That goes triple for someone like Geralt. Could his luck get any worse? I've known the Witcher for a long time, and I'm sure that kings, courts, and politics concern him about as much as last year's snow. But hey, life doesn't always dole out what we expect, right? Sometimes it even forces us to associate with unsavory characters like Vernon Roach. No, I'm not making any excuses, and yes, I had my reasons. The Witcher spent most of the way to Flotsam talking to someone. Long into the evening,
As water lapped against the boat's side, Triss told him forgotten stories of his unexpected child and his toxic relationship with a sorceress named Yennefer. Stories of a life stolen from him. Am I boring you? Don't set this tale aside. Give me just a few minutes more, for someone special's about to appear in dire straits upon a scaffold.